und herzlich willkommen hier auf der Couch. Heute geht es um die Nummer 24 aus den Singespiel- und Generalbassübungen von Georg Philipp Telemann. Die Einsamkeit. Wenn wir die Einsamkeit hören, denken wir wohl eher an ein trauriges Lied oder an eins, in dem jemand Gesellschaft sucht. Nicht so bei Joachim Johann Daniel Zimmermann und Georg Philipp Telemann. Hier wird der stille Ort geliebter Einsamkeit besungen. Du stiller Ort, geliebte Einsamkeit, mein Paradies, wo laute Anmut blüht. Da lieg ich gleich, du meines Kumpels Grab, Verdruss und Last bei deinem Eintritt ab. Warum wählen die eigentlich diesen Titel? Mit geliebte Einsamkeit oder sowas würde man doch schon viel mehr in die richtige Richtung denken. Hat der kurze Titel was mit dem Druckformat zu tun oder mit anderen praktischen Erwägungen? Schließlich sind viele Titel in den Singespiel- und Generalbassübungen ziemlich kurz. Oder wollen uns Telemann und Zimmermann mal wieder an der Nase rumführen und uns zeigen, dass unsere Erwartungen falsch sind? In der dritten Strophe antworten sie uns selbst. Einsamkeit war bei ihnen wohl einfach positiv besetzt. Wie müssen wir uns Telemanns Leben eigentlich vorstellen? Da gingen Freunde und Schüler ein und aus. Da gab es 9 Kinder. Mit 9 Kindergeburtstagen? Naja, eigentlich waren sie sogar 10 Kinder. Aber Friedrich Karl starb schon mit 2, bevor das letzte Kind auf die Welt kam. Und Mägde und Knechte haben den Haushalt geschmissen. Also ich gehe mal davon aus, dass da ordentlich Radau in der Bude war. Wenn wir uns jetzt noch vorstellen, wie eng eine Stadt wie Hamburg bebaut war hinter den Befestigungsmauern und wie viele Wagenladungen täglich nötig waren, um die Bevölkerung zu versorgen, ich glaube, dann können wir uns vorstellen, was für ein Lärm und was für ein Gedränge in dieser Stadt geherrscht haben muss. In unserem Lied ist nun vom stillen Ort geliebter Einsamkeit die Rede. Schon in der ersten Strophe sind so viele Worte, die bei mir direkt Bilder auslösen. Stiller Ort, geliebter Einsamkeit, Paradies, Anmut blühet, innig, Aug und Herz erfreut, Schatten, Kummers Grab. Hier geht's um Natur, das ist ganz klar. Aber um welche Art von Natur? Ich denke, da finden wir in Telemanns Leben eindeutige Anhaltspunkte. Im 18. Jahrhundert kam bei den Bürgerlichen der Garten sehr in Mode. Hier fand man Ruhe vom Lärm und Gedränge und einen guten Ort zur Repräsentation. Telemann war selbst ein großer Gartenliebhaber. Und Telemann lässt dem Text sehr viel Raum. Er wählt die Form eines Strophenliedes, in dem die Melodie quasi hinter den Text zurücktritt, weil sie sich ständig wiederholt, der Text aber immer neu ist. Wie gut dieser Text ist, erkennen wir aber auch daran, dass man von den 4 Strophen eigentlich keine weglassen kann, ohne dass die inhaltliche Aussage beschädigt würde. Auch dieses Lied ist zweiteilig, wobei der erste Teil mit neuem Text, der zweite identisch wiederholt wird. Die Melodie im ersten Teil bewegt sich in sehr kleinem Rahmen, sie lenkt also überhaupt nicht vom Text ab. Beim zweiten wiederholten Teil geht sie in höhere Sphären. Sollte man also beim ersten Hören von der Melodieführung abgelenkt worden sein, kann man sich beim zweiten Hören nun doch auf den Text konzentrieren. Jetzt ist man angekommen, sitzt still, vergnügt im Schatten, denkt über die Welt nach. Hier lieb ich frei, wie bin ich selber mein, kein falscher Blick. Also falsch, nicht wie richtig und falsch, sondern wie verlogen. Belauschet mein Vergnügen und mich ich auch ein wenig Torheit ein. Und wenn man was Verrücktes, Dummes oder nicht der Norm entsprechendes tut, So bleibet ihr wendet doch verschieden. kriegt's auch bloß keiner mit. Genug
Nur Freiheit und Freizeit, manchmal auch etwas übers Ziel hinausschießen mit etwas Torheit, bringen uns die Kreativität zum klugen Tun, selbst durch die Torheit schafft. um dann wieder produktiv sein zu können. Der Dreivierteltakt schwingt so ländlerisch. Durch punktierte Viertelnoten an manchen Taktanfängen wird dieser Effekt noch verstärkt. In der dritten Strophe kriegt die Stadtgesellschaft ihr Fett weg. Heißt Einsamkeit den größten Einverdruss, mir wahrlich nicht, ich nenn es mein Ergetzen. Mich dünkt Ein Freund von vielen Freunden muss Verdacht und Zwang für sein Vergnügen schätzen. Falschheit, hatten wir vorhin schon besprochen, borgt sich stets der Freundschaft Schein. Ergo, ich verlasse mich nur auf mich, bin raus aus diesen ganzen Ränken und stehe für mich und bin sicher. Ich bin bei dir, da kann ich sicher sein. Durch die Mollharmonik hat das Lied etwas Besinnliches. Die Tonart E-Moll steht ohnehin im Ruf, ruhig und melancholisch zu sein. Telemanns Freund und Zeitgenosse Johann Mattheson meint in dieser Tonart Tiefsinnigkeit zu finden. Das passt total auf dieses Lied. Ich bin Und dann kommt die vierte Strophe mit der Schlussreminiszenz. Ich bin mein vertrautester Freund. mein Zeitvertreib, mein täglicher Geselle. Und da muss ich dann immer an meine Klavierprof denken. Die hat gesagt, du bist der einzige Mensch, der 24 Stunden am Tag mit dir zusammen ist. Also sorge dafür, dass du mit dir klarkommst und du dich gut leiden kannst. Sonst wird's für alle anderen unerträglich. Und wir es nicht getreu und ehrlich meint, Und wer es mit mir nicht ehrlich meint, der kann ja gleich mal wegbleiben.